So, moin moin, hallo an alle. Willkommen bei einem neuen Livestream. Versuch einmal die Woche machen wir einen Livestream, so dass wir ein bisschen Spaß hier haben können. Machen hier die Mittwoch-Qualifikation, machen wir zusammen, fahren alle 4 Rennen, machen auch ein paar Kisten auf, so wie es aussieht. Mal schauen, was so ansteht, was so abgeht hier. Versuchen natürlich die Rennen gut zu gewinnen. Warten noch ein bisschen, so 5 Minuten geht's los ungefähr. Wir haben selber noch den Dreher des Tages, haben wir noch offen. Und wie schon gesagt, wie auch schon in dem Titel hier, machen wir ein paar Kisten auf. Ich rauche mir eine Zigarette mit euch und warte, bis wann erstmal die ersten reinkommen und dann geht's los hier. Habe wieder viele Probleme, habe ich mitbekommen, in den Chats auf Facebook. Viele Leute beschweren sich wieder über die Probleme, die es im Moment gibt, dass die Rennen abgebrochen werden, dass dann teilweise die Qualifikation nur mit 3 Punkten angerechnet wird, dass der ganze Bildschirm einfriert etc. Ja, ist sehr, sehr ärgerlich. Ich hab eine Entschädigung bekommen, jetzt am Montag, vorgestern, seht ihr auch in einem Video bei mir hier in dem Channel. Allerdings gab es diese Entschädigung nicht für alle Spieler, was ein bisschen komisch ist. Ja, hätte ich mir auf jeden Fall gewünscht, dass wir alle eine Entschädigung auch kriegen, eine Entschädigungskiste. Und ja, am besten ist einfach, dass wir diese ganzen Serverprobleme einfach mal langsam nicht mehr haben. Also ich hoffe, dass Hutch sich dort bemüht, in den nächsten Wochen oder am besten sogar die nächsten Tage, diese ganzen Probleme zu fixen. Ja, weil es ist echt langsam, wird es ein bisschen doof, dass Spieler halt auch die Lust an diesem Spiel verlieren. Und das möchten wir ja natürlich nicht. Wir wollen ja auch, dass wir auch Spaß haben. Wir wollen ja Spaß haben hier, ne, in dem Spiel. Ja, wie gesagt, hallo an alle. Danke fürs Einblenden. Danke fürs Zuschauen. Geht gleich los. Wir machen gleich alle 4 Rennen, wie auch schon in dem Titel. Und dann quatschen wir mal über den neuen Boxenpass. Der ist ja auch schon da. Und gehen das nochmal zusammen durch. Die Leute, die in Serie 12 sind, also die schon Serie 12 freigeschaltet haben, lohnt es sich nach wie vor, das ist so wie letzten Monat. Es lohnt sich auf jeden Fall, allein für 5 Euro, da diese ganzen Boosts zu kriegen. Hier, lass mal das zusammen durchgehen. Heute die Belohnung Shadow Steamroller und dann gab es schon die ersten 9 Boosts. Die sind gar nicht so verkehrt, wie schon gesagt, für 5 Euro. Was wir da an Boosts kriegen, ist einfach geil. Dann Bottas, na, nicht unbedingt gut. Dann gibt es natürlich eine Goldkiste und eine Platinkiste, wenn ihr Serie 12 freigeschaltet habt, natürlich auch in Serie 12. Und das ist natürlich schon geil für 5 Euro. Dann natürlich auch nochmal die Lackierung, die Williams-Lackierung für den ein oder anderen Fan. Natürlich auch geil. Ja. Hallo Michael, hi, danke fürs Zusehen. Und moin Mario, danke auch. Ja, dann 50.000 Coins gibt es da. Dann nochmal The Shadow und Steamroller, das ist natürlich nicht so gut. Dann Drache, was gar nicht so verkehrt ist, auch wieder ein Boost für Regen. Dann Ocon, dann gibt es natürlich hier Güterpaket. Das ist natürlich geil, diese Kisten sind immer gut. Ja. Dann wieder Steamroller, The Crest, dann gibt es Prince, auch super Boost. Vettel, goldene Kisten und wieder Platinkisten. Also Leute, wir müssen ja gar nicht weiter runtergehen. Dann gibt es auch noch mal 10 Bucks hier, dann gibt es aber auch noch mal diese großen Kisten, dann gibt es wieder gute Boosts, dann hier wieder gute Boosts hier, ja. Hier Sherry Glas, Zuverlässigkeit, Konstanz und Boxenstoppzeit. Warum nicht? Wie schon gesagt, für 5 Euro, Leute, ist das schon gut, ja. Du hast auch wieder Probleme, Michael. Ja, tut mir echt leid. Also wenn ich da was ändern könnte und ich hoffe wirklich, dass Hutch sich das zu Herzen nimmt, was wir hier machen, dass die diese Probleme so bald wie möglich, so schnell wie möglich fixen. Wie gesagt, am besten in den nächsten Stunden. Ja? So, wir drehen mal zusammen hier. Fangen mal so langsam an. Wir drehen mal hier zusammen an unserem täglichen Spin. So, wieder nichts. Wieder nur Coins. Wir hoffen natürlich immer auf eine Gold- oder auf eine Platinkiste. So, Boxenpass haben wir uns ja geholt. Kann ich auch nur empfehlen für die Leute, die schon Serie 12 halt freigeschaltet haben, diese Kiste, diesen Boxenpass zu holen. So, und ich habe ein bisschen aufgeladen und ich habe auch gedacht, komm, wir holen uns mal 5 Kisten, ja,
Und ich will auch natürlich den Boost haben. Hab mir da schon ein paar Boosts geholt. Genau, Michael, die Booster sind gut und deshalb sagen wir jetzt auch mal Kauf bestätigen. Wir öffnen mal zusammen 5 legendäre Kisten, die es im Moment im Angebot gibt. Ich hoffe, dass wir Hydra, mir fehlen noch 2 Parts für Hydra, dann könnten wir das auf 5 uppen. Ich hoffe auf Hydra, True Grit und Flow. Das sind die 3 Teile, die ich haben möchte. Am besten alle 3 Teile von diesen 5 Kisten, das wäre phänomenal. Und ja, hoffen wir. So, Daniel Ricciardo, Method. Und wenn wir schon nicht die Teile kriegen, die wir haben wollen, dann bitte auch die anderen, sowas wie Max Verstappen zum Beispiel oder sowas. Hier, Tracer, auch gut. Sehr, sehr gut, weil da fehlen noch, wie ihr seht, noch 300 Teile, dann haben wir das Ding auf Max. Und die letzte, Titan. Also, die Kiste, das einzig Gute, was da drin war, war Tracer. Wir haben noch 4 weitere Kisten zu öffnen. Hoffen wir, wie gesagt, auf Hydra, dass wir davon mindestens 2 Teile kriegen, damit wir das auf 5 machen können. So, machen wir hier die ganzen blauen Teile. Wir machen mal ein bisschen schneller hier. Harmony können wir jetzt auf 8 machen. Das ist das erste seltene Teil jetzt von mir, was ich so gesehen auf 8 habe. Mick Schumacher, da fehlen auch noch, wie ihr seht, 266 Teile. Dann können wir nämlich da Gas geben. Oh, Charles Leclerc auf 29. Das ist auch gar nicht so verkehrt. Würde mir auch wünschen, ihn auch ein bisschen höher zu haben. Dann würde ich auch mit ihm fahren. So, nächste Kiste. Hoffen noch in den letzten 3 Kisten, dass wir unsere Teile da drin haben. Los geht's, komm. Komm, Hutch. Gönn es mir ein bisschen. Hast du gute Sachen aus den Kisten bekommen, Michael? Ich hoffe doch. Gute Teile, die dich auch ein bisschen voranbringen hier in dem Spiel. Oh, Yuki Tsunoda auch kurz vor Upgrade. Ah, Lando Norris. Und letztes Teil ist wieder Titan. Sehr ärgerlich. Sind nicht die Teile drin, die wir wollen. So, noch die letzten 2 Kisten. Lass uns hoffen auf Hydra. Come on. Hydra, nur 2 Teile brauche ich. Dann könnten wir uppen. Nix. Mick Schumacher auch auf 8. So gesehen das zweite seltene Teil, was wir jetzt auf 8 haben. Yuki Tsunoda auf 7. Also ihr seht, es kann wieder viel gepimpt werden. Daniel Ricciardo kann jetzt auch auf 7 gemacht werden. Also Wahnsinn. Wieder Charles Leclerc 9 Teile. Und jetzt als letztes. Los geht's. Leviathan, auch sehr schön. Das ist gut. Die Kiste war ja gar nicht so verkehrt. Letzte Kiste. So wie es aussieht, haben wir nicht die Teile drin, die wir haben wollen. Schade, schade, schade. Komm schon, die letzte Kiste. Wenigstens Hydra. Aha, Yuki Tsunoda nochmal. Pierre Gasly. Carlos Sainz. Und letzte epische. Pierre Gasly. Das war's. Hydra war leider nicht drin. Sehr, sehr ärgerlich. Trotzdem vielen Dank. Hat sich ja trotzdem noch ein bisschen was gelohnt. Wie gesagt, ich würde gerne echt diese 2 Teile Hydra noch haben, um natürlich Hydra zu uppen. Und ja, wir springen mal in die Qualifikation. Los geht's. Wir machen jetzt hier unsere Rennen. Melden uns an für die Champions-Klasse. Und hoffen natürlich wieder auf ein gutes Ergebnis. So, wie sieht die Gruppe aus? Die Gruppe ist okay. Ein Überflieger hier drin. Ja, Mario, hast ja morgen nochmal die Chance. Lass uns mal hier eine gute Strategie ausfummeln. Wir müssen nochmal kurz, bevor ich hier in ein Rennen springe, muss ich mal kurz nochmal das Setup checken und alles. So, Fahrer neben Pierre Gasly und Max Verstappen, weil Gasly besser ist wie mein Hamilton. Und ja, Setup ist wie immer, sollte auch jedem klar sein. Ich fahre mit diesem Setup, wie wir sehen hier, Hydra fehlen noch 2 Teile. Sehr, sehr schade. So, wir springen rein. Los geht's. Wollen gar keine Zeit verlieren, haben wir 4 Rennen vor uns. Danke fürs Zusehen und ich hoffe natürlich, dass wir ja, gute Punkte erzielen. So, was geht denn hier im Chat?
Ich lese mal auch hier, vielleicht gibt es ja die eine oder andere Frage. Ja, Irnis, mache ich mal gleich auf. Mal gucken, vielleicht nach 1, 2 Rennen mache ich mal eine goldene Kiste auf, die ich da habe. Und dann sind die Teampunkte bei der Qualifikation wichtig. Nein, eigentlich nicht. Es geht darum, dass du musst dich einfach wohlfühlen. Wenn du Setup-Tipps brauchst, dann check mal bitte meinen Channel auch ab. Da sind genug Tipps, genug Setups. Ich habe ein Video, da sind 3 Setups, die ich da komplett unter die Lupe genommen habe. Und das ist meiner Meinung nach die besten 3 Setups im Spiel. Check das mal ab, das Video. Und ja, Teampunkte. Natürlich, wenn du auf hohe Teampunkte kommst, dann hast du natürlich auch schwere Gegner. Aber so wichtig ist das nicht. So, wir fahren hier. Pierre Gasly, ihr seht selber, qualifiziert sich vor unseren Max Verstappen. Wir fahren hier mit, was nehmen wir hier? Wir benutzen mal den neuen für Pierre Gasly und dann benutzen wir für Max Verstappen, benutzen wir Holzfäller. Wir gehen hier noch nicht ganz so tief in unseren Boosts. Es ist ja nur die Mittwochqualifikation und werden mal versuchen hier Boosts auch sowas wie Holzfäller. Ich bevorzuge da immer rasend schnell oder wie der heißt, tödlich schnell. Erst recht auf der Geraden, da macht man schon viele Plätze mit. So, los geht's. Wir hoffen auf einen guten Start. Dass die beiden gut wegkommen hier, eventuell auch ein paar Positionen machen direkt, das wäre super. Müssen nämlich hier runter vom Gas. Fahrer sollen sich wohlfühlen, sollen ihre Position halten, haben jetzt die Führung abgeben müssen, aber halb so wild. Ihr seht selber, der Gegner ist auch viel am Pushen, fährt auch mit den gleichen Reifen wie wir. Wir hoffen natürlich, dass wir jetzt hier auf der Geraden natürlich auch ein paar Plätze machen. So, hier ein bisschen Gas geben. Pierre Gasly, ihr seht selber, gutes Reifenmanagement. Sehr schön. Max Verstappen hat jetzt auch nochmal Platz 14 gemacht. Wie sieht es denn hier oben aus? So, normalerweise muss Gasly jetzt in der Runde hier Bottas klären. Kubico, ja, freut mich sehr, sehr. Ja, das erste Setup, das ist so gesehen für alle eigentlich direkt in greifbarer Nähe. Dafür muss man nicht lange spielen. Oh, danke, Ernest, danke schön. So, wir können gleich mit Pierre Gasly, können wir in der letzten Runde, können wir ein bisschen Gas geben, also ein bisschen mehr, versuchen da Ihr seht selber, Bottas hier vor uns auf harten Reifen, eigentlich nicht schlecht. Also wir kommen gar nicht an ihn heran. So, jetzt geben wir hier Gas mit Gasly. Seine letzte Runde. Wir kommen, denke ich mal, mit Gasly wieder auf Softies raus. Weil ihr seht selber, wir haben genug Reifen. Hoffen jetzt nur auf ein Überholmanöver, weil wir hätten ihn eigentlich schon vorher klären müssen hier bei Valtteri Bottas, aber ist nicht so der Fall. So, wir kommen jetzt rein mit ihm, das Auto wird vollständig repariert. Aber so richtig, der Boost packt nicht, wie wir sehen, was sehr ärgerlich ist. Haben viel Zeit verloren hinter Valtteri Bottas. Der wird jetzt erst überholt, das ist sehr, sehr schade. Allerdings haben wir trotzdem gute Arbeit geleistet. So, jetzt muss Verstappen kommen. Sehr schön. Hat direkt seinen Lewis Hamilton geklärt. Kommen jetzt mit Gasly hier auch vor unserem Gegner raus. Jetzt können wir Gas geben, haben vor uns genug Platz. Und vor uns müssen alle tanken. Die sind nämlich alle auf Medium und auf Hard rausgekommen. Und das sollte für uns eigentlich doch ein Vorteil sein. Jetzt, dass wir mit Pierre Gasly hier noch weitere Positionen machen. Für die Leute, die jetzt alle in die Pits kommen. Und ihr seht selber, wir sind hier auf Vollgas die Runde. Und Pierre Gasly hat absolut keine Probleme hier. Hat super Reifenmanagement, super Spritmanagement. Wir sind jetzt auf Position 11. Und jetzt können beide Gas geben hier. Los geht's, lass uns ein paar Punkte machen hier. Ein bisschen spielen hier. Mit Gas. Vor uns Esteban Ocon auf Hard. Dann nochmal Valtteri Bottas und dann nochmal Norris. Die jetzt auch in die Pits sind. Da ist Bottas in den Pits. Den haben wir nicht geklärt. Doch, den haben wir geklärt mit Gasly. Sehr, sehr gut. Platz 9. Oh, und Max Verstappen macht da hier einen Riesensprung nach vorne. Sehr, sehr schön.
müssen wir ein bisschen runtergehen, mal auf reguläres Fahren, so wie es aussieht. Dennis, Taurus ist gut, ist ein guter Boost, deswegen, also wenn ihr die ein oder anderen Euros habt, um euch da diese Boost zu holen, und selbst wenn es nur für 5 Euro ist oder für 10 Euro, kann ich 9 und 11 sogar noch ein Plätzchen wünschen, aber das können wir vergessen. Die sind alle auf Softs hier draußen, eventuell sogar noch Platz 9, Platz 8, sorry. Aber ne, glaube ich nicht. Nein, das wird nichts. Alles gut, versuchen hier noch Position zu halten. Sehr schön. Platz 9 und Platz 11 in Mexiko, das ist ja gar nicht so verkehrt. 30 Punkte. Das ist genau das, was wir auch haben wollen. Auch dann im Grand Prix. Ja, ist doch gut. Mit einer 4-4 und eine 4-5, 5-3, sorry. So, und dann arbeiten wir auch daran, auf unseren Boxenpass. Jo, los geht's mit dem nächsten Rennen. Wir springen direkt in Rennen für Rennen. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, Leute, stellt sie unten im Chat. Finde ich echt super, dass so viele Leute einschalten. Finde ich echt geil. Danke für den Support, Leute. Wie gesagt, für die Neuen hier. Abo dalassen. Ich bin fleißig. Ja, wir posten hier regelmäßig. Wir gehen auch live. Und lasst uns hier ein bisschen Spaß haben in dem Spiel. Für die Leute, die Verbindungsprobleme hatten, was ich nur empfehlen kann, ist, dass ihr nicht in der Main-Zeit fahrt. Und das wäre so 14 Uhr, 15 Uhr bei euch da um die Ecke in Europa, weil dann springen die ja natürlich alle in die Races, also in die Rennen. Und das, ja, das kann dazu führen, dass wir Serverprobleme haben. Thomas, also ich bin der Meinung, 1500 sollte man schon haben. Ich hatte mich mit 1300 und mit 1400 bei mir jetzt in meiner Liga nicht qualifiziert gehabt. Und sogar vorletzte Woche hatte ich mich auch nicht qualifiziert mit meinen 1500 Teampunkten, was sehr, sehr ärgerlich war. So, wir fahren hier wieder mit Pierre Gasly auf Softs diesmal. Wir probieren mal aus. Da würde ich jetzt auch hier ewiges Feuer nehmen. Und mit Max Verstappen gehen wir auf Softies raus. Da brauchen wir schon einen besseren Boost. Ach komm, lass uns mal Taurus versuchen mit ihm. Da brauchen wir nämlich auch viel Reifen, weil wir gehen mit ihm auf Medium raus. So. So, nochmal boosten. Am Anfang, Gegner kommt auf hart raus. Das ist gar nicht gut, das ist aber gut für uns. Ja, ich bin kein Fan von hart, wie ihr wisst. Ich fahre nie auf harten Reifen raus, weil die gefallen mir einfach überhaupt nicht. Pierre Gasly hat jetzt leider die Position abgeben müssen, holt sich die aber jetzt wieder. So, wir gehen jetzt runter mit Max Verstappen. Pierre Gasly muss ihn überholen. Gehen wir kurz runter hier. Und ihr seht selber, Max Verstappen macht bessere Arbeit hier auf Medium als Gasly auf Softs. Komm jetzt, machen eine 2-3-3 mit Pierre. Ja, ich benutze die Premium Boost, um auch einfach mal zu sehen, was jetzt hier genau abgeht. Ja, wie können wir die dann im Finale einsetzen? Ich möchte dann so sehen mit den Boosts dort starten. Deshalb benutzen wir die jetzt schon, den einen oder anderen. Aber ja, du hast recht. Ist eigentlich eine Verschwendung. So, kommen jetzt mit Pierre Gasly rein. Wie gesagt, 2-3-3. Und Max Verstappen kann jetzt hier schön noch Gas geben. Hoffen natürlich auf die ein oder andere Position. Jawohl, da haben wir jetzt Position 11 gemacht. Versuchen jetzt Position 10 zu nehmen hier. So, der muss ein bisschen Gas geben, Gasly. Hier gehen wir runter vom Gas. Jetzt kann Verstappen beschleunigen. Ihr seht selber, viele kommen jetzt hier rein in der dritten Runde. Was natürlich gut ist für uns. Da machen wir nämlich die Position. Hoffen hier mit Max Verstappen Platz 7. Sehr schön. Kommt jetzt in die Pits in der Runde. Pierre Gasly sieht auch gut aus.
Ja, Michael, ich werde bald Serie 12 alle Strecken, so gesehen, ein Video dazu veröffentlichen, um dann die Strategien. Das Ding ist, eine 2-3-3 oder eine 3-3-2, es kommt immer darauf an, wo wir uns qualifizieren. Ja? Erst dann können wir entscheiden, was für eine Strategie wir fahren. Es bringt nämlich nichts, wenn wir hinten irgendwie fahren, dass wir dann eine 3-3-2 machen oder so, wenn du dann dich als Platz 24 qualifizierst. Werde aber dazu ausführliche Videos hier auf diesem Kanal hochladen, sehr bald. Möchte da einfach nur sicher gehen, dass ich da auch keine Fehler mache und dass die Videos dann auch vernünftig werden. Hier auf dem Channel, ja. So, jetzt hier, Platz 7 sind wir mit Pierre reingekommen. Und das war jetzt auch sein letzter Boxenstopp. Ihr seht selber, Max Verstappen hängt jetzt auf Platz 12, das ist gut. Pierre Gasly kommt jetzt auf Platz 16 raus. Können jetzt mit ihm auch ein bisschen boosten. Müssen uns aber jetzt auch anschauen, hier, wer muss hier noch rein. Hier kommen noch viele Leute rein, das ist gut hier. Wir haben auf jeden Fall noch 2, 3 Positionen hier vor uns, die auch noch pitten müssen. Können jetzt hier auch noch mal ein bisschen Gas geben, versuchen ein bisschen näher an unsere Gegner zu kommen. Pierre Gasly macht, hier kommt jetzt auch noch einer in die Box hier, das ist ein Red Bull, den müssten wir klären hier, sehr schön, haben wir auch geklärt. Hier kommt jetzt keiner rein gerade. Aber sieht doch ganz schön aus hier. Wir haben noch 2 Runden und wir haben noch ein paar Leute vor uns, die auf jeden Fall noch pitten müssen. Und wir können gleich mit Pierre Gasly können wir komplett Vollgas geben und mit Max Verstappen auch. Und wir fangen jetzt hier schon an, Gas zu geben. So, da kommt jetzt die 4, da ist noch einer drin, noch einer und noch einer und noch einer. Schaut euch das an. Platz 7 von Pierre Gasly, dass er jetzt auf jeden Fall noch in der letzten Runde den einen oder anderen Platz macht. Ja, du sagst es, Ernest, genau so ist es. Platz 5 und Platz 9, also das sieht doch wunderbar aus hier. Seht selber eine 2-3-3 und eine 4-4. Ja, sind wir hier gefahren. Platz 4, Max Verstappen, Platz 3, ich drehe durch, da ist unser Podium und Platz 7, also perfekt. Ja, fahren hier 40 Punkte ein in Imola. So muss das sein. So muss das sein. Rauchen wir uns darauf noch eine schöne Zigarette mit euch. Sehr gutes Rennen. Ihr seht selber, wenn wir auch die Gaps öffnen, dann wieder schließen mit der perfekten Boxenstrategie, also mit der guten Setup und der Strategie, sind wir selbst noch in der Lage, mit 1477 Teampunkten in Imola ein Podium zu fahren. Ja? Ich bin auch der Meinung, dass so ein Boost gibt uns so um die 50 Teampunkte, ja, so um den Dreh. Müssten wir Hutch persönlich noch mal fragen, wie viel genau ein Boost gibt. Aber ich bin der Meinung, dass das so um die 50 Teampunkte sind pro Boost. Das heißt, wir würden dann mit 2 Fahrern nochmal auf 100 Teampunkte nochmal aufstocken. Und ja, ihr seht, es funktioniert. Es funktioniert, man kann gute Punkte fahren. Man muss halt nur wissen, wann man rein muss, wann man auch die Gaps öffnen muss, wann soll man beschleunigen, wann muss man angreifen und wann muss man verteidigen. Ja, es bringt nichts anzugreifen, wenn es wirklich eng ist, wie beim Start. Und sagen wir mal, die ersten 2, 3 Runden ist es ziemlich eng. Dann bringt es auch nichts da, Vollgas zu geben und dann zu pushen, um jemanden zu überholen, weil da ist einfach kein Platz. Ja, lass uns hoffen, Ernest. Lass uns hoffen. Also, es kommt immer auf die Gruppe an, ja. Ich habe da immer halt das Glück, dass ich da die Leute von Mercedes erwische. Und die sind sehr, sehr stark. Die fahren alle in Serie 12, haben alle super Equipment. Und ja, Goldkiste, ja, Mario. Nach dem machen wir die Goldkiste auf und hoffen, dass da Hydra drin ist. So, Suzuka. Sieht aus, als würde es regnen. Also, wir gehen mit beiden Fahrern auf Medium raus. Haben hier genug gestimmt. Benutzen wir mal gestimmt und dann benutzen wir hier dieses ZAR, dieses neue auch. Und gucken wir mal, wie sich das Auto verhält mit diesen Boosts. Richtig? Nach dem Rennen, ja, machen wir mal eine Goldkiste. So, pushen wieder wie immer beim Start, versuchen gut wegzukommen, ein paar Positionen zu machen, gehen wir hier in die Nahaufnahme. Gucken wir mal hier, Onboard-Kamera. Bei Pierre.
Ihr seht selber, es ist verdammt eng. Es ist verdammt eng. Wie sollen wir da überholen? Deswegen gehen wir jetzt mit Max Verstappen auch runter vom Gas. Es regnet in 3 Minuten und 40 Sekunden. Also das dauert noch, bis wann es regnet. Das heißt, wir werden dieses Rennen hier komplett auf trockenen Reifen beenden. Boah, was ist da los mit Max Verstappen? Verliert da in der Kurve 3 Positionen. Wahnsinn, Wahnsinn. Halb so wild. So, komm schon. Müssen wir hier ein bisschen mehr Gas geben. Könnten eigentlich mit beiden Fahrern eine 4-3 fahren, so wie es aussieht, weil wir haben genug Abstand. Haben die Boost jetzt für nichts benutzt, weil es regnet ja nicht, so wie wir sehen. Sehr, sehr ärgerlich. Aber passt, passt, passt. Ist halb so wild, da sehen wir auch, wie wir auch Fehler machen können. Ja? So. Wir müssen mit Max Verstappen die ein oder andere Position machen hier, weil sonst ja, sieht nicht gut aus. Pierre Gasly machen wir auf jeden Fall einen Undercut, weil es ist einfach zu eng hier. Es bringt nichts hier, die Runden drin zu bleiben. Gehen jetzt hier bei Start und Ziel kurz ein bisschen runter vom Gas. Nochmal in die Pits nach den. So. Max Verstappen hat jetzt hinten und vor sich genug Platz. Pierre Gasly hat nicht unbedingt gute Arbeit geleistet. Japan ist aber auch schwer, Leute. Japan ist selber so ein Circuit, der gefällt mir. Also macht auf jeden Fall Spaß hier zu fahren. Allerdings ist der nicht so, ja, da fahre ich nicht so viele Punkte ein, was sehr, sehr schade ist. So, los geht's. Kommt in die Pits. Max Verstappen Gas geben. Gegner geht in Führung, ist auf hart. Haben uns die Führung wieder zurückgeholt. Sehr, sehr eng Japan und kaum Überholmöglichkeiten. Das ist Japan, deswegen bin ich da kein großer Fan von. Oh, da haben wir jetzt noch ein Plätzchen gemacht. Sehr gut, da bleiben wir jetzt auch am Gas. Vielleicht noch unseren Gegner zu stören, bevor er in die Boxengasse kommt. So, hier mit Pierre Gasly jetzt. Jawohl, Platz 15, sehr schön. Jetzt wird es eng. Ja, jetzt kommt Max Verstappen, zieht vorbei, sehr gut, gehen wieder runter vom Gas. So, und jetzt haben wir hier vor uns Medium, Hard, Hard, Soft. Okay, keiner muss mehr pitten hier vorne. Wie sieht es denn hier aus? Da haben wir mit Max Verstappen haben wir jetzt vor uns noch einen auf Hard. Mick Schumacher, den müssten wir jetzt auch klären. Und zwar hier, sehr schön. So, und jetzt arbeiten wir uns nach vorne. Es regnet für die letzte Runde. Wir werden keine Reifen wechseln. Trocken das Rennen beenden. Pierre Gasly hat jetzt auch nochmal hier 2 Positionen gemacht hier. Max Verstappen kommt, überholt nochmal den Rivalen, sehr, sehr schön. Das wird jetzt eine knappe Angelegenheit. Kommen wir nochmal ganz schnell in die Pits. Wir wechseln auf Regen und kommen nochmal raus oder lassen wir es sein. Ja, das ist so eine knappe Sache jetzt hier. So, es regnet auch lange. Wir bleiben draußen. Es bringt nichts, weil bis zu 26% können wir trotzdem noch mit trockenen Reifen vernünftig fahren. Von daher fahren wir durch. Oh, Gegner hat einen Defekt. Das ist gut. Das gibt uns nochmal einen Punkt. So, hier, Pierre Gasly jetzt noch. Wir haben nur noch 10. Das wird knapp. Das wird echt knapp. Deswegen hoffen, dass das mit dem Regen jetzt für alle ein bisschen blöd wird. Ja, sehr schön. 3%, 2, 1. Und jetzt bei 0 boosten wir komplett. Versuchen, Position zu halten. Ja, 14 macht noch Max Verstappen da hinten. Jawohl, Pierre Gasly fährt Platz 7 nach Hause. Sehr schön. Und wir hoffen, dass Max Verstappen eventuell noch einen Platz macht. Jawohl, da ist er. Nein, ja, haben wir noch gemacht. Sehr gut, sehr gut. Bin zufrieden, 30 Punkte.
So, machen wir jetzt Kisten auf? Wir machen jetzt noch mal ein paar Kisten auf. Komm. Vielleicht kriegen wir Hydra. Hoffnung stirbt zuletzt. So, schön, haben wir gewonnen. Sehr gut. Fortsetzen. Schauen wir uns mal kurz nochmal die Tabelle an. Platz 2 mit 100 Punkten. Sieht sehr, sehr gut aus. Und hier haben wir noch eine schöne Goldkiste. Die machen wir jetzt auf. Und steckt. 9 mal Instinkt. Dankeschön. 68 mal Vettel. 13 mal The Crunch. 4 mal Latifi. Und Mirage. Flop. Das war ein Flop. Leider nicht drin, was wir wollen. So, komm. Die machen wir auch nochmal auf. 51. Mick. Das Clock. Komm schon. 7 mal Verstappen. Schade, schade, schade. Ja, nichts drin, was wir brauchen. So ist das mit den Goldkisten und mit allen Kisten eigentlich. Springen in das letzte Rennen rein, Leute. Montreal. Ja, Montreal ist immer so eine Sache. Ich hoffe, dass es regnet. Ernsthaft. Ich hoffe wirklich, dass es regnet. Und natürlich auch für Samstag, dass es dort regnet. Für Sonntag auch, am besten immer. Ja, schade, Mario. So ist das mit den Kisten. Deswegen ist, wenn meine Teile auf 5 sind, dann ist es Einzel. Da braucht man auch die nächsten Parts kriegt, weil man braucht dann 100. Das Austria, wir haben jetzt jemanden mit 15. Und das wird sehr interessant. Dann auch noch Montreal. Einer der Strecken, die mir absolut nicht gefallen, weil man da immer im Rennen entscheiden muss, was man macht. Undercut, Overcut mit einem Fahrer. Das ist immer sehr, sehr tricky hier. Hoffe auf ein gutes Quali. Na, weit nach vorne. Schaut euch das an. Pierre Gasly fährt der 9. Ist immer Zufall, Thomas. Ist immer Zufall. So, es regnet nicht in Montreal. Ja? So, was machen wir jetzt hier? Wir machen jetzt einen Overcut. So, das habe ich jetzt einfach mal. Benutzen Selbstkontrolle. Oder ne, Selbstkontrolle mal weg. Benutzen Krieger. Und los geht's. Fahrt einem eine 4-4 und mit dem anderen mal, wie sich das Auto hier verhält. Ist immer so eine Sache hier. Montreal ist wirklich nicht mein Ding. Ja, ist hart, aber wie schon gesagt, auch in anderen Videos, Michael, mich interessiert das nicht. Also ist gut, wenn wir bessere Gegner kriegen, weil dann haben wir wenigstens mal schauen, was benutzt der Gegner, weil was benutzt der Gegner da an Strategie, ja, was für ein Setup benutzt derjenige, so, und wir können ja trotzdem noch das Rennen gewinnen oder vernünftige Punkte fahren. Wir müssen ja Punkte fahren, wir müssen ja. So, Pierre Gasly hat nicht so unbedingt den besten Start hinbekommen. Gehen mal runter vom Gas komplett jetzt mit ihm. Haben sogar mit Max Verstappen eine Position abgeben müssen. Ja, ist ja klar, Daniel Ricciardo hier auf Softs. Es leckt derbe. Ja, tut mir leid, wenn es sind 4 Rennen hintereinander. Jo, gern geschehen, Thomas. Immer gerne. Macht die Videos immer gerne. So, Max Verstappen auf Position 12. Unglaublich. Behält die Position, ist auch gut. Da können wir nämlich schön auf lang gehen. Gegner hier mit Pierre Gasly. Fährt, denke ich mal, auch 5 Runden mit ihm. Ein bisschen Gas geben. Und ihr seht selber hier Platz 1 und 2 und 3 und eigentlich so die ganze Top 7 ja, hat hier leicht für uns hier
ja, gute Punkte zu erzielen. Willkommen in Montreal. So, Pierre Gasly muss jetzt in die Box. Lassen ihn dann auf Medium auf 4 Runden komplett auf Vollboost kommen. Genau. Big Joe, du hast ja noch Zeit. Hast ja noch morgen und übermorgen, falls du es nicht schaffen solltest morgen. So, Pierre schon gesagt. Wird pitten. Auto wird vollständig repariert, kommt auf Medium und dann wird's. Ja, jetzt muss Vollgas gegeben werden. Vollgas. Wir haben vor uns hier noch ein paar Leute auf Hard. 15, 16 und 17 haben wir hier noch. Die müssen noch alle pitten. Unser Rivale muss auch noch pitten. Pierre Gasly macht jetzt auch hier ein paar Plätze. Sehr schön. Platz 17. Lässt sich überhaupt nicht stören. Wir bleiben auch nicht irgendwo hängen. Haben reichlich Platz nach vorne und nach hinten. So, Gegner bleibt noch mit Hard noch eine Runde länger. Ist gut für uns. So können wir hier mit Pierre Gasly noch näher. Natürlich auch mit unseren Max Verstappen. So, beide jetzt auf Vollboost hier. Ich will jetzt was sehen. Spielen hier ein bisschen rum, um die Spielmechanik ein bisschen durcheinander zu bringen und hoffen. Sagen wir so, Ernest, ja, das mit den Fahrern upgraden, ihr wisst selber, wer hier meine Videos verfolgt. Ich uppe immer direkt alles, ich tue immer alles direkt upgraden auf Max, so hoch wie möglich, weil im Endeffekt am Ende des Spiels möchte man ja alles auf Max haben, das ist ja unser Ziel hier. So, wir bleiben jetzt gerade hier hängen irgendwo. Unser Pierre Gasly hat jetzt Position 12 gemacht, wir müssen aber ein bisschen runter mit ihm, weil wir müssen warten, dass Max Verstappen jetzt hier was macht. Platz 10, sehr schön, hoffen noch auf Platz 9, jetzt hier auf der Geraden, sehr gut, kommt, ja, sehr schön. Platz 9 haben wir auch. Und jetzt hoffen wir auf Pierre Gasly, dass er Platz 11 und Platz 10 auch klärt in der letzten Runde. Das wäre super. Ihr seht selber, so wie es aussieht, verlieren wir dieses Rennen. Aber es ist trotzdem noch knapp. Ja? Können es im Endeffekt sogar noch gewinnen, wenn Pierre Gasly jetzt hier auf der Geraden Platz 11 klärt. Aber sieht nicht danach aus. Sieht nicht danach aus, was sehr, sehr schade ist. Ja. Ja. Der Gegner hat sogar noch einen Platz gemacht. Das heißt, er hat einen Punkt mehr wie wir. Wir haben aber trotzdem 29. Das mit dem Güterhandel nicht ganz verstanden, was du immer ansprichst. Könntest du mir das kurz erklären? Ja, Kubiko, kein Problem. Wenn du mir, ich erkläre dir das mal hier ein bisschen mit Grafik. Wir gehen mal kurz auf die Teile. Güterhandel wird dann freigeschaltet, wenn du das erste Teil, so gesehen, auf Max hast. Ja? Und so, 129 Punkte. Platz, alles wunderbar. Wir gehen nochmal kurz zurück auf den Güterhandel für die Leute, die es nicht unbedingt verstanden haben. Gar kein Problem. Wir gehen mal hier auf Teile. So. Das heißt, bei mir jetzt in dem Fall, wir gehen mal auf Fahrer, was viel, viel wichtiger ist. So, hier. Wenn der auf 8 ist, was ja Max ist, dann dann schaltest du den Güterhandel frei. Ja? Güterhandel heißt, sobald du einen auf Max hast, jetzt hier Mick Schumacher, der ist ja dann episch. Das heißt, wenn du dann 6 Teile hast, also dann müsste ich dann hier auf Max und dann hast du 6 Teile. Dann gehst du hier auf den Shop und dann hast du den Güterhandel hier, der wird dann hier freigeschaltet. Und dann kannst du mit 6 epischen, Mick Schumacher in dem Fall, wenn der ausgemaxt ist, kannst du dann blau, episch oder auch gegen ein anderes seltenes tauschen. Das wird dir dann von Hutch Optionen da gegeben, da wo du dann halt die Karten, die du dann zu viel hast, also wo du dann schon ausgemaxt hast, wechseln kannst gegen Karten, die du noch nicht abgegradet hast. Deshalb grade ich immer alles und mache immer direkt alles hoch, um dann halt auch zu sehen, was ich dann schon auf Max habe und was nicht. Ja? Ansammeln, Coins, wir dürfen nie Probleme haben mit Geld. Ja? Also hier in dem Spiel sollten wir immer reichlich Coins haben, wie bei mir im Fall fast hier 4 Milliarden, damit man immer direkt alles upgraden kann. Immer direkt, so wie jetzt auch, zack, zack und dann alles weg. Kannst du mir erklären, warum ich in meiner Quali immer zwischen P1 und P4 starte? Bin Stufe 8 gerade. Ja, ich weiß nicht, was für ein Grand Prix du da fährst.
und bin Stufe 8 gerade. Ich weiß nicht, was für eine Stufe, was du mir damit sagen willst. Mehr Detail. Ich habe schon Güterhandel seit 3 Wochen und das hilft mir sehr viel. Schade nur, dass man einmal am Tag machen kann. Genau, Ernest, ja. Es ist sehr, sehr gut, weil dann kannst du halt sehen, was die dir geben. Also du musst das halt immer jeden Tag machen, damit du dann auch wechselst. Ja. So, haben wir mal die abgegradet hier. Die Fahrer, haben wir auch Teile gehabt, die wir nochmal upgraden konnten? Ich glaube nicht. Ach doch, haben wir hier. Das ist auch Serie 8. Okay, du hast Serie 8 freigeschaltet, ja. Und fährst P1 oder P4. Ja, da hast du halt natürlich überpowertes Equipment. Ja. Hast da, denke ich mal, ein bisschen zu viel im Itemshop rumgelummert und hast dir da gute Teile ergattern können, was ja auch gut ist. Allerdings sollte man immer darauf achten, dass man im Gleichgewicht hängt, weil sonst fährt man dann immer P1, so wie du jetzt, du fährst Position 1 oder Position 4 und wenn du dann irgendwann mal in Serie 12 bist, dann ist das vorbei, dann fährt man halt natürlich hinten in dem Fall, wie bei mir auch. Ich fahre im Mittelfeld, so um den Dreh. Und ja, dann wird es halt ein bisschen schwerer. Irgendwann bleibt man dann eventuell auch vielleicht ein bisschen hängen, dann verliert man ein paar Rennen und dann verliert man auch die Motivation. Also sollte man schon achten, dass man alles im Gleichgewicht hält und nicht unbedingt alles, ja, nicht unbedingt alles so direkt hoch macht. Ja. Die gewissen Serien, die haben auch ihre Richtlinien, ne? Also jetzt Serie 7, da sollte man schon mit so 700, 800 Teampunkten fahren, Serie 8 dann auch so 900 und dann kann man auch vernünftige Rennen auch fahren. Wenn man natürlich immer überpowertes Equipment hat, dann sollte man auch gar nicht mehr auf Hard gehen. Ja, weil auf Hard sollte man nur gehen, wenn man sich dann auch auf Position 24 qualifiziert und nicht unbedingt, wenn man dann auf Position 1 sich qualifiziert, auf harten Reifen rauszugehen, ist nicht unbedingt gut. Ich habe deine Videos gesehen und danach eingestellt, habe gerade mal eine Stärke von 800. Ja, das ist doch okay. 800 ist doch schon gut. Das ist doch gut für Serie 8 und Serie 9. Ich würde da ein bisschen grinden und einfach auch da die Teile holen, die man dann auch braucht, um dann das Setup abzugraden. Die Serie 12 Teile dann zu kriegen, die dann abzugraden. Ja, so wie jetzt in meinem Fall hier, würde mir echt wünschen, diese Teile abzugraden. Bin schon seit 3 Wochen auf demselben Stand und ja, ein bisschen schade. Ja. Ja, Leute, von meiner Seite aus war es das. Wir können noch mal 5 Minuten ein bisschen quatschen. Sind Teampunkte? Sind sie nicht. Die Teampunkte sind eigentlich überhaupt nicht relevant. Es geht darum, gutes Setup zu haben. In meinem Fall, wie ihr seht, wir können mal kurz hier, das ist so das Starter-Setup. Wenn ihr da eine vernünftige Erklärung haben wollt, auch das Setup habe ich 2 Rennen mitgefahren. Und das, meiner Meinung nach, ist dieses Setup sehr, sehr gut. Teampunkte sind nicht unbedingt relevant, Leute. Ich fahre jetzt 1350 Teampunkte, ist aber für Serie 12 zu schwach. Ja, Michael, Serie 12 sollte man schon mit 1500 reingehen, weil da die Bots halt, also die NPCs, also die Fahrer von Hutch, also ne, sind da schon ein bisschen stark. Unser Gegner dann ist dann vielleicht dann auch mit den Teampunkten dabei. Und wenn ihr aber jemanden erwischt, der dann irgendwie 1350 Teampunkte, 1500 Teampunkte plus hat, dann wird es ein bisschen schwer. Ich möchte, dass ich meine Goldkiste hier aufmache, ja. Soll ich mal 21 Bucks verballern, hier um eine Goldkiste zusammen, um eventuell dann noch eine bessere Kiste zu kriegen? Auf gar keinen Fall. Mit dem Stock, dann, du hast ja kein ausbalanciertes Fahrzeug. Du musst ein Setup finden, womit du zurechtkommst. Ja, das ist wichtig. Ja, es bringt nichts, mit Stockparts zu fahren, weil am Ende dann hast du Probleme. Das bringt nichts. Also das ist nicht ausbalanciert. Du fährst eine schlechte Qualifikation, musst dann auf Hard raus und auf Medium und kannst noch nicht mal richtig angreifen, kannst noch nicht mal richtig verteidigen. Das bringt doch nichts. Also such dir bitte ein Setup aus, schau mal unten bei mir in den Videos, Kubiko, und dann findest du eventuell auch das richtige Setup. Ja? 7-mal Lando Norris, siehst du? Hier, Ernest und Michael, die sind so heiß darauf, dass ich meine Kisten aufmache, aber da ist ja nichts drin. So, fahren wir noch ein Serie 12 Rennen für mich, danach ist auch hier Sense.
Ja, lasst euch nicht immer so blenden von den ganzen Teampunkten. Sucht lieber das Setup aus, was euch gefällt. Power, genug Grip, genug Aero und wie ich immer sage, Zuverlässigkeit ist hier das A und O. Das ist sehr, sehr wichtig. Ja? Oh, Niederlande, sehr schön. Einer meiner Lieblingsstrecken. Ciao Michael, danke für vergessen, Like. Sehen uns definitiv. Wie gesagt, machen noch kurz hier dieses Rennen hier in Serie 12 noch zusammen und danach war es das auch. Qualifikation gut, ist gut gegangen. Ich denke mal, wir sind qualifiziert und werden uns dann am Samstag nochmal hier. Ja, die geben dir zweimal Jazz, aber keinen Hydra-Pika. Such zweimal Hydra seit 3 Wochen. Ja, nicht seit 3 Wochen. Ich hab Hydra heute bekommen und somit dann auf 48 zu kommen. Das war sehr, sehr schön. Allerdings würde ich mir echt wünschen, nochmal ja, ein paar Parts hier zu pimpen. Aber das ist nicht so leicht. Das ist nicht so leicht. Hutch macht es mir schwer. Aber das ist ja auch okay. Das ist ja auch richtig so. Wäre ja auch langweilig, wenn wir haben. Dann haben wir ja wirklich dann nichts mehr zu tun und müssen dann so gesehen nur noch duellieren gegen die Starken. Und das ist ja auf jeden Fall etwas, was ich aber auch machen möchte. Ich möchte ja auch hier mit den Großen kämpfen. So, fahren wir hier mit Pierre Gasly, machen wir hier einen Undercut. Ist auf Soft rausgekommen. Versuchen jetzt hier Platz 11 zu machen mit Pierre Gasly. Sehr schön, hat ihn schon vorher geklärt. Oh, da hat jemand ein Problem hier, ein McLaren. Bleibt da komplett hängen. Wir gehen jetzt hier runter vom Gas mit Pierre. Max Verstappen, Platz 15. Weißt du, ob die Fahrerbugs endlich gefixt worden sind? Also, mir sind keine Fahrerbugs bekannt, bin ich ehrlich. Weiß ich jetzt nicht, worüber du redest, wovon du sprichst. Tut mir leid. Wir haben jetzt eine Position verloren mit Pierre. Mit Max haben wir die uns wieder zurückgeholt. Hier können wir wieder Gas geben. Das ist die letzte Runde für. Danach muss er pitten. Ist auch sehr, sehr eng hier. 9, 8 und 7. Sehr, sehr eng. Wird schwer, jemanden dort zu überholen. Eventuell jetzt vielleicht. Jawohl, sehr schön. Kommen jetzt mit Pierre rein. Wechseln dann auf Hard. Auf Medium, sorry. Hier Pierre nochmal Gas geben. Komm. Ein bisschen Abstand, eventuell sogar noch Platz 8 machen, den Mercedes hier vorne. Der ist nämlich auf Hard, ja. Hab ich schon gedacht. Hält gut Position hier, der Mercedes. Wer ist denn das? Lewis Hamilton oder George Russell? Russell. Wer sonst? So, jetzt hier nochmal. Ab in die Box. Kein Stau, sehr schön. Mit Max Verstappen vorbei. Gegner geht in Führung, so wie es aussieht. Kurzzeitig. Boxen sind Probleme gehabt jetzt hier bei der Ausfahrt, sind auf Platz 22. Das ist sehr, sehr ärgerlich mit Pierre. Aber passt. Letzte Woche hattest du erwähnt, dass es so keinen Spaß macht, wenn ein Fahrer immer auf P23 und 24 landet. P23 und 24, da war ich lange schon nicht mehr. Ist halt schade, wenn man beim Start dann direkt... Ach so, diese Fahrerprobleme. Ach, das meinst du. Okay, Garten sei Dank. Jetzt habe ich es verstanden. Sorry. Ja, das war... Manchmal ist es halt so. Ich habe jetzt auch mal einfach dann das Spiel neu gestartet. Ja, also so nach ein paar Rennen sollte man das Spiel einfach mal eben neu starten, weil da ist es halt so ein bisschen blöd. Die Fahrer machen dann auch blöde Fehler. Das hätte man jetzt zum Beispiel jetzt hier nach der Qualifikationsrunde auch machen können. Wenn man jetzt hier zwischen den Serien springt, ist mir das auch öfters aufgefallen, dass man dann halt Probleme hat. Aber im Großen und Ganzen ist es eigentlich, manchmal was mich halt so nervt, ist, dass die Boost nicht passen. Mit Boost und man sieht eigentlich gar keinen Unterschied. Und das ist ziemlich schade, ja, weil die Boost kosten auch Geld. Ja, das weiß ja Hutch auch, dass wir dafür Geld ausgeben. Und wir möchten natürlich nicht irgendwie irgendwelche Flops haben, ja. So, jetzt hier nochmal beschleunigen. Gegner kommt rein. Viel zu spät. Kommt nach 5 Runden rein. Das wird nichts für den Gegner hier. So, haben ihn jetzt, natürlich gehen wir nochmal in Führung und bleiben auch da. Da überholt uns sogar noch hier. Sein Pierre Gasly überholt uns. Ja, auf Softs. Alles gut. Weil jetzt kommt Max Verstappen hier auch nochmal auf Softs. Müsste jetzt auch, jawohl, Position 13 gemacht, hat jetzt auch nochmal
gehen wir runter, sehr schnell runter hier vom Gas. So, und jetzt versuchen wir mit Max Verstappen, jawohl, den Rivalen zu überholen. Sehr, sehr schön gemacht hier. Sehr, sehr schön von Max Verstappen. Können jetzt auch noch Gas geben hier. Gehen vom Gas, aber nein, mit beiden Fahrern. Nein, nein, nein. Mit Pierre Gasly gehen wir kurz runter und das war's. So, ja, aber heute Position 9. Das meine ich nämlich, wenn wir schon Gas geben, dann wollen wir natürlich auch Position machen. Wir sind ja auch am Angreifen. Und wenn das Spiel dann manchmal nicht packt und wir bleiben dann einfach hängen irgendwo, das ist dann ein bisschen unrealistisch, finde ich. Vor allem, wenn dann auf Softs oder sogar auf Hard. Ja, das ist ziemlich ärgerlich. Ja. So, Gas, Gas, Gas. Einer meiner Fahrer meistens auf Hard dieselben Runden. Ich denke mir immer, dass einer dieser Bugs ist. Lasse dann immer auf Soft starten. Ja, kann passieren, ne, dass das manchmal so ein bisschen doof ist auf Hard. Es kommt auch immer drauf an, ich denke mal Streckentemperatur, also hier die Temperatur und dann kommt ja die Asphalttemperatur dazu. Und ich denke mal, das ist auch ausschlaggebend dann. Ja? Da müssen wir uns selber noch reinfummeln irgendwie. Ja? Dieser Boost tödlich schnell ist nicht so gut, obwohl da steht alles Top Speed und so, aber im Rennen merkt man nichts. Ich war sehr enttäuscht. Ja, Ernest, das passiert manchmal, aber ich bin eigentlich ziemlich positiv überrascht über tödlich schnell auf den Geraden. Wenn du hinter dir und vor dir dann genug Platz hast, dann ist der Boost einfach super. Ja, also richtig gut sogar. Und das ist halt das Ding. Ja. Ja, unser Club ist auch aufgestiegen, finde ich ziemlich geil. Wenn ihr noch einen guten Club sucht, schreibt mich an oder schreibt unten in die Kommentare. Wir haben noch ein bisschen Platz für gute Spieler. Keine hohen Anforderungen, wichtig ist einfach nur am Ball zu bleiben und immer schön zu fahren, Leute. Ja, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen, Leute, von heute. Und wir sehen uns bei der nächsten Folge. Definitiv. Wie gesagt, ich werde streckenspezifische Videos machen. Ich bin da dran. Und vielleicht werde ich morgen oder übermorgen schon mal die erste Strecke machen. Wir werden dann alle Rennen in Serie 12 gestalten, werde aber dann die Strategien für alle Positionen nochmal ausführlich in dem Video dann erklären, mit was für einer Strategie wir rausfahren sollten. Und ja, was wir da machen können. Leute, ich bedanke mich nochmal, wie gesagt, für die Neuen. Bitte den Channel abonnieren, mir ein Like dalassen, das wäre super. Lass uns ein bisschen Content pushen. Und wir sehen uns bei der nächsten Folge. Dankeschön und bis zum nächsten Mal.